So, hallo liebe Sternfreunde, erstmal willkommen zu unserem ersten YouTube-Video, speziell technisch über den W140. Ich bin Max, das ist Max und wir wollen euch heute mal ein bisschen die Problemzonen vom W140 darstellen und eine kleine Kaufberatung geben. Das Video soll interessant sein für alle Leute, die vielleicht vorhaben, sich dieses Fahrzeug zu kaufen oder selbst ein W140 haben und dass die so ein bisschen wissen, worauf sie achten müssen, beziehungsweise was auch finanziell auf sie zukommen könnte. Hier stellvertretend für meinen 140er, ich selber habe einen S300 Turbo Diesel, der ist jetzt gerade zur Vollrestauration in Ungarn. Stellvertretend dafür ist hier der S500 von Max. So, also wir haben, wie schon gesagt, hier den S500. Das ist ein Vormopf-Modell, also ein Vor-Facelift-Modell aus dem Baujahr 1992 von Max. W140 sind zurzeit sehr interessant, da diese ab nächsten Jahr, also sprich 2021, das H-Kennzeichen bekommen können. Und deswegen wahrscheinlich gerade für potenzielle Käufer jetzt die Zeit ist, sich so ein Fahrzeug zu kaufen und auch genau hinzuschauen und auch genau zu wissen, was für Kosten können hier auf einen zukommen. Und das möchten wir euch in diesem Video zeigen. Und da quatschen wir nicht lange und legen jetzt einfach mal los. So, an der Hinterachse angekommen, möchten wir euch jetzt erstmal zeigen, worauf man speziell bei der Hinterachse achten muss. Ich habe bei meiner S-Klasse den Achsträger komplett runtergenommen, dann die ganzen Teile auseinanderbauen lassen und durch die neuen Zug- und Schubstreben dann ersetzt. Der Achsträger wurde danach sandgestrahlt, neu lackiert und dann wieder eingebaut. Wenn der Achsträger unten ist, kann dann der komplette Unterbodenrost entfernt werden, mit Rostumwandler behandelt werden und mit Unterbodenschutz neu versiegelt werden. Es eignen sich dazu natürlich besonders Sand- oder Trockeneisstrahlmethoden. Wie man hier sieht, sind die Bremsleitungen hinten besonders stark korrodiert. Das hat man bei vielen Mercedes-Modellen, dass hier besonders empfindliche Stellen sind, die stark verrostet sind. Wenn man jetzt weiter unter den Achsträger schaut, kann man auch sehen, dass dort weitere Korrosion an den Bremsleitungen vorhanden ist. Hier ist es problematisch ranzukommen, die zu entrosten, wenn man nicht den Achsträger komplett runtergenommen hat. Bei einigen 140ern haben wir das Problem, dass die hinten sehr tief hängen. Das ist das sogenannte Hängearschproblem, bezeichne ich es jetzt mal. Und zwar habe ich das nur gelöst bekommen, indem ich originale Federn vom S600 eingebaut habe mit den höchsten Noppengummis. Man muss hier dabei sagen, dass Mercedes-Benz eine Punkteliste hat, in der die Motorgröße mit den Ausstattungen zusammengerechnet wird und dann eine bestimmte Punktezahl zusammenkommt, womit man dann die Federn in einer bestimmten Federstärke bestellen muss und dazu entsprechende Noppengummis. Es gibt Noppengummis in der Stärke 1 bis 4, die haben dann unterschiedliche Höhen, welche dann nochmal zusätzlich zu der Feder für ein gewisses Fahrzeugniveau sorgen. Für die Hinterachsfedern vom S600, original von Mercedes-Benz, habe ich 216 € bezahlt. Für die gesamte Hinterachse inklusive der Zug- und Schubstreben sowie der Stoßdämpfer, aller möglichen Anbauteile, die neu gemacht werden mussten, Rostkonservierung, Lackierung, Sandstrahlen des Achsträgers, habe ich ungefähr 1600 € Materialkosten bezahlt. Wenn ihr euch entscheiden solltet, so ein Fahrzeug zu kaufen, solltet ihr vielleicht auf Fahrzeuge mit Niveauregulierung bzw. adaptiven Dämpfungssystemen verzichten, denn das Problem ist, dass die Dämpfer erstens sehr teuer sind, sehr hohen Verschleiß haben, meistens in dem Alter auch kaputt sind
und zusätzlich noch Niveauregulierungsleitungen verlegt sind, welche auch undicht sein können. Das Niveauregulierungssystem muss gespült werden, es müssen neue Filter rein. Das könnte halt nochmal eine teure Investition sein. Bei meinem Fahrzeug war die Kardanwelle ausgeschlagen. Das Problem hat sich dahingehend geäußert, dass beim Ausrollen lassen des Fahrzeugs ein heulendes Geräusch von der Hinterachse gekommen ist. Daraufhin habe ich die Kardanwelle getauscht, welche ungefähr einen Neupreis bei Mercedes von 500 € hat. Leider war das nicht das komplette Problem. Die ausgeschlagene Kardanwelle hat dann dafür gesorgt, dass das Differential beschädigt wurde und im Inneren sehr viel Abrieb stattgefunden hat und das Differential dadurch kaputt gewesen ist. Ich musste mein Differential dann general überholen lassen, was ungefähr 800 € gekostet hat, zusätzlich zu dem Öl. Das Differential hier vom S500 von Max wurde noch nicht restauriert. Wenn das nämlich gemacht wird, wird das komplette Differential auf Sand gestrahlt und neu lackiert und bekommt dann auch einen neuen Deckel. Da kann man sich ungefähr auf Kosten von 900 bis 1000 € einstellen. Zusätzlich mit der Kardanwelle sind das dann knapp 1500 € ohne Einbau, nur reine Materialkosten. So, wir sind jetzt hier in der Mitte beim Katalysator angekommen. Ja, also ein Katalysator kann wie bei jedem anderen Auto natürlich auch kaputt gehen. Das hört sich dann an wie bei dem hier, dass sich das Gewebe innen drin über die Jahre zersetzt. Und das kann natürlich auch Fehlzündungen im Motor hervorrufen, weil dann der Staudruck zu hoch ist. Neue Katalysatoren kosten bei Mercedes sicherlich mehrere tausend €. Es gibt natürlich aber auch im Zubehör welche. So, wir sind jetzt hier am Getriebe des Fahrzeugs angekommen. In meinem S300 Turbo Diesel, was ein Facelift-Modell ist, ist das 5-Gang-Automatikgetriebe verbaut. Bei Max in seinem S500 ist das 4-Gang-Automatikgetriebe. Worauf muss man bei dem Getriebe achten? Und zwar natürlich bei den üblichen Schaltrucklern könnte dort eine Getriebespülung vonnöten sein, die ungefähr 400 bis 500 € kostet. Bei meinem 5-Gang-Automatikgetriebe in meinem S300 Turbo Diesel war der Federregelschiebersatz gebrochen. Dort sind kleine Stellfedern, die mit der Zeit brechen können. Das Problem äußerte sich darin, dass anfänglich der dritte Gang sehr schwer reingegangen ist, bis irgendwann das Getriebe in Notlauf gegangen ist und somit nur noch im ersten und zweiten Gang fahrbar war. Daraufhin habe ich bei einem guten Freund das Getriebe auseinanderbauen lassen und er hat mir den Federregelschiebersatz getauscht. Wir können euch auch nochmal in der Infobox einen kleinen Link zu dem Thema Federregelschiebersatz zeigen. Dann könnt ihr euch selber darüber nochmal belesen. Aber das könnte auch ein Grund sein, warum euer Getriebe schlecht schaltet bzw. in Notlauf geht. Kosten sind dann auch etwa 1200 bis 1500 €. Ich hatte auch Probleme, nämlich mein Getriebe hat nicht ordentlich geschaltet. Und da musste ich auch ein general überholtes Getriebe kaufen. Das hat so ungefähr 1600 € gekostet. Die Generalüberholung mit Wandler. Jetzt sind wir an der Vorderachse des Fahrzeugs. Max hat auch bei seinem S500 hier die Vorderachse bereits komplett neu gemacht. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass zum Beispiel bei dem Lenkungsdämpfer und bei dem Umlenksatz ich auf Mercedes-Teile zurückgegriffen habe, weil ich bei Meile schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Der Umlenkhebelsatz zum Beispiel stammt original aus einem Maybach und hat auch eine entsprechende Maybach-Nummer und kostet ungefähr 80 bis 90 € bei Mercedes-Benz. Das Teil von Meile hat ungefähr 20 € gekostet und hat nicht die Qualitätsansprüche erfüllt. Des Weiteren hat der Lenkungsdämpfer Probleme gemacht, da der an der Hülle ausgeschlagen ist und bei Fahrten über Kopfsteinpflaster Geräusche verursacht hat. Die Geräuschfindung war auch relativ schwierig, da ich am Anfang vermutet habe, dass eine Feder gebrochen war, bis wir irgendwann darauf gekommen sind, dass hier der Lenkungsdämpfer die Hülse wackelt. Ich habe die oberen Querlenker getauscht, die Stoßdämpfer, die Koppelstangen, die Traggelenke, die unten sind, und die unteren Querlenker und die Bremse habe ich neu.
Wenn ihr euch so ein Fahrzeug anschaut, guckt auf jeden Fall auf die Wagenheberaufnahmen, welche besonders von Korrosion betroffen sein können. Man sieht dann um die Wagenheberaufnahme drumherum sehr viel Rost. Diese hier ist jetzt relativ rostfrei, bis gar kein Rost. Wir gucken uns gleich nochmal die anderen Wagenheberaufnahmen an. Allerdings muss man dazu sagen, dass bei meinem 300 Turbo Diesel, welcher ein Facelift-Modell ist, sehr viel Rost war und die Schweller komplett getauscht werden müssen. Dazu blenden wir euch wahrscheinlich nochmal Bilder ein. So, wenn ihr weiterhin nach Rost gucken wollt, ist es wie bei jedem anderen Mercedes auch, Kotflügel vorne. Da spielt sich eigentlich das meiste unter den Beplankungen ab, also da wirklich mal unter die Beplankungen gucken oder hier auch an den Kanten. Ich blende euch gleich auch nochmal ein, wenn ihr den Kotflügel abnehmt, könnt ihr da auch eine Rostbehandlung dran machen. Unten drunter befindet sich auch meistens Rost. In dem eingeblendeten Bild seht ihr halt auch, dass da schon Rostumwandler aufgetragen wurde. Und dann könnt ihr die Kotflügel wieder dran bauen. Auch hier unter den Haltern, also wenn man die Stoßstange dann abnimmt, sind dann auch große Roststellen. Dann geht es hier weiter bei den Türen. Da müsst ihr auch wieder wie immer auf die Ansätze von den Prallleisten hier achten. Wenn man die abnimmt, sieht man, da fängt es dann auch meistens an, ein bisschen zu scheuern und zu rosten. Und wenn man die Tür aufmacht, sollte man auf jeden Fall beim Kauf immer hingucken, unten dann die Türkanten, die unten drunter sind. Man kann es auch schon mal mit der Hand abtasten, wenn man dann schon merkt, dass da ein Rost entgegenbröselt. Dann geht es hier weiter. Hinten, auch unter der Beplankung, spielt sich halt meistens ab, was Rost angeht. Da auch mal abnehmen. Auch hier die Schwelleransätze. Das sieht man auf den ersten Blick nicht gleich. Da muss man wirklich mal ein bisschen drunter gucken. Und ganz Mercedes-typisch, brauche ich euch wahrscheinlich gar nicht erzählen, Radläufe hinten, auch ganz typische Roststelle hier beim 140er. Ja, dann geht es natürlich auch sofort weiter. Bei der Heckklappe könnt ihr natürlich auch mal hier unten drunter, gerade um den Griff und unter der Kennzeichenhalterung gucken, wie es da mit Rost aussieht. So, eine ganz besondere Stelle beim W140, die ihr euch auf jeden Fall angucken solltet, ist das Batteriefach. Wir sehen jetzt hier, haben wir die Batterie im eingebauten Zustand. Da sieht man es nicht ganz. Wenn man jetzt wirklich sehen möchte, ob dort Rost ist, muss man die Batterie tatsächlich rausnehmen. Aber das ist auch eine ganz typische Stelle und dann natürlich die Ersatzradmulde. So, hier am Heckscheinwerfer des Fahrzeugs sieht man besonders die rötliche bis rosane Färbung des Leuchtbands, die mit der Jahre ausbleicht. Außerdem sammeln sich durch Undichtigkeiten hier drinnen Wasser und somit auch Moosablagerungen. Ich habe bei Mercedes-Benz einen neuen Heckscheinwerfer gekauft, und zwar kommt die komplette Leuchteinheit mit dem Leuchtband. Großes Problem hatte ich da gehabt, dass ich immer wieder bei Mercedes die Heckscheinwerfer reklamieren musste, da sich hier unten immer wieder Wasser gesammelt hat und diese aus irgendwelchen Gründen undicht waren. Das ist natürlich sehr ärgerlich, weil ein Heckscheinwerfer kostet ungefähr 380 € und das Leuchtband kostet auch 200 €. Du bist ungefähr mit 800 bis 1000 € dabei, wenn man so eine komplette Heckscheinwerfer-Einrichtung wieder in Originalzustand mit diesem weißen Leuchtband haben möchte. Ein nächster Punkt, wobei man auf dem Fahrzeug achten sollte, ist das Soft Close, was man hier besonders gut sieht. Und zwar könnte eine Reparatur des Soft Close sehr teuer sein, da die Soft Close Pumpe, die sich hinten im Kofferraum befindet, öfters mal defekt sein könnte. Gerade über die Jahre können auch die Schläuche und Anschlüsse kaputt sein und undicht werden. Die Soft-Close-Pumpe kann man allerdings erstmal auch versuchen, mit einem kleinen Stellrädchen nachzustellen. Wir werden euch auch eine Anleitung in der Infobox versuchen zu verlinken. Ich hatte das Glück bei meinem Fahrzeug, dass eine Soft-Close-Pumpe bereits 2013 mal gewechselt wurde. Diese kostete damals ungefähr 700 € und das wäre auch so der Preisbereich, den ihr dann rechnen könnt, falls das Soft-Close kaputt ist. Achtet beim Kauf des Fahrzeugs auch auf die Heckscheibe. Wie man hier sieht, gibt es Wassereinschlüsse. Durch die serienmäßige Doppelverglasung beim B140 zieht sich gerne dann Feuchtigkeit hier rein. Wir werden es dann auch nochmal auf der anderen Seite zeigen, dass die Scheibe besonders hier stark betroffen ist.
Außer eine Scheibe komplett zu tauschen, gibt es da leider keine günstigen Abhilfemöglichkeiten. So, bei dem Motor vom S500 werden wir mal ganz kurz noch auf ein paar Kleinigkeiten eingehen. Dadurch, dass die Motorenpalette beim B140 sehr groß ist, können wir jetzt nicht speziell jedes Problem ansprechen. Ja, also die M119 Motoren haben natürlich auch Probleme mit der Kette, wie viele andere auch bei Mercedes. Da brechen gerne mal die Gleitschienen und das kann im schlimmsten Fall zu Motorschaden führen. Das heißt, hier wurde schon die komplette Kette mit Kettenspanner und Gleitschienen gewechselt, weil die Gleitschienen auch schon angebrochen waren. Ja, sonst ist der Motor sehr robust und macht eigentlich weiter keine großen Probleme. Ja, also gut und gerne, bei den Motoren gehen die Zündverteiler oder die Zündspulen kaputt. Das kann natürlich dann einen sehr schlechten Motorlauf hervorrufen oder halt extreme Zündaussetzer. Beim Kauf sollte man sich auch die Zündkabel mal angucken, ob die vielleicht schon mal neu gemacht wurden, weil diese hier werden auch ab und zu mal porös. Auch der Motorkabelbaum, der hier im ganzen Motor verteilt ist, kann Probleme verursachen, kaputt gehen und die Kabeladern können frei liegen, aneinander scheuern und dann auch zu einem unrunden Motorlauf bis hin zu Problemen und Motorschaden führen. Ja, dann gibt es auch ein Problem mit den Seitenspiegeln. Auch da wieder werden die Kabel porös, reißen auf, Kabeladern liegen aneinander, korrodieren. Das hat zur Folge, dass die Spiegel nicht funktionieren. Den Kabelbaum habe ich selber mir gelötet. Da kann ich euch jetzt leider keinen Preis sagen, was die ganze Geschichte kostet. Aber wenn eure Spiegel nicht funktionieren, höchstwahrscheinlich da defekten Spiegelkabelbaum. Weiter geht's mit dem Wischer, Mercedes-Benz, ganz typisch Einarmwischer, B140, das erste Mal wieder mit einem zweiten Wischer dazu. Wenn dieser Wischer nicht funktioniert, ist höchstwahrscheinlich auch einfach nur das Wischerzahnrad, gibt es ein kleines Zahnrädchen und das besteht nur aus Kunststoff und das wetzt sich ab und dadurch fährt dann das Wischergestänge nicht mal raus und rein. Ja, das ist ein ganz typisches Fehlerbild, Wischer wird rausgedrückt und bleibt außen hängen und wischt dann weiter. Ein weiteres Problem beim 140er ist natürlich hier diese Zentralverriegelungspumpe, die jetzt aktuell bei Max auch kaputt ist. Was kostet die ungefähr so neu, diese Zentralverriegelungspumpe? Die kostet neu bei Mercedes um die 1000 Euro. Ja, hier sieht man nochmal die Pumpe im ausgebauten Zustand. Das hier ist der Motor. So, dann haben wir hier gleich noch ein weiteres Problem, was aufgetreten ist bei dem Fahrzeug. Und zwar war das der ABS-Sensor. Das ist hier, ja. Das ist der passive Drehzahl- und ABS-Sensor. Beim Fahren erstmal bremsen liegen die ABS und die ASR, die Antriebsluftregelung-Lampe an. Ja. Und dann funktionieren die Systeme halt nicht mehr. Und da hatte ich den Sensor im Blick. Während die Kabel halt, die Kabelisolierung wie mit dem Motorkabelbaum über die Jahre spröde und reißen. Und dann liegen die Kabel zusammen und dann gibt es Kurzschlüsse. Ja. Und dann kommt halt noch Wasser in die Steckerin, das korrodiert dann. Ja. Und dann gehen die Sensoren halt kaputt. Also du hast ja jetzt die Motorlager auch neu gemacht, ne? Ja, die Motor- und die Triebelager, das eine habe ich neu gemacht. Mhm. Das hat halt starke Vibration beim Fahren, hat sich das geäußert. Beim Bremsen mehr oder wo war das? Beim Bremsen, beim Beschleunigen, beim normalen Fahren, ja. Mhm. Das fühlt sich an, wie wenn die Räder so Unwucht haben. Genau, ja. Das hat man auch gesehen, dass der Motor etwas tiefer lag. Und da siehst du halt hier auch, war das hier bei dem hier, die müssen eigentlich straff sitzen und die kannst du einfach mal schon 360 Grad bewegen. Und da merkst du dann richtig, wie das Spiel das ganze Gummi und die sind so sehr platt gedrückt, original sitzt das Gummi bis hier oben. Ja. Ach du Scheiße. Okay. Da können wir auch noch ein Bild einblenden. Ja. Ja. Wie gesagt, hier, die sitzt eigentlich straff, ja, die kannst du nicht bewegen, die sind straff und das kannst du einfach mal 360 Grad drehen, das Lager hier. Ja, die Lager, die kosten bei Mercedes das Stück 200 Euro. Ich habe beide von Fevi Billstein gekauft für 150 Euro. Ja, der Wechsel ist natürlich bei so einem 5 Liter V8 Motor enorm, weil die Motorlager direkt unter dem Krümmer sitzen. Ja.
Das heißt, man muss das Auto anheben, die Motorlager, die 2 Schrauben von unten lösen, den Motor mittels Motorkran anheben. Ja. Und dann kommt man auf die oberste Schraube drauf, die man dann lösen muss. Die sieht man ganz schlecht hier unter dem Krümmer. Ja. Also Auswahl, da kann man normal rechnen, locker 1,5, 2 Stunden. So, wir sind jetzt hier mit den technischen Sachen durch und wir sehen uns jetzt gleich bei der Probefahrt. Viel Spaß! So, wir sind jetzt hier am S500 angekommen. Wir werden jetzt gleich nochmal eine kleine Runde drehen. Ich möchte euch jetzt nochmal zusammenfassen, was wir jetzt hier gerade eigentlich besprochen haben und nochmal wirklich auf die konkreten Punkte eingehen. So, also erster Punkt, Motoren. Bei allen Motoren kann ich sagen, die sind durchweg gut. Den S350 Turbo Diesel und den S600 ist meine persönliche Meinung, kann ich nicht empfehlen, würde ich nicht darauf zurückgreifen. S600 ganz einfach, viel zu hohe Fehleranfälligkeit und auch extrem teuer. Beim S350 Turbo Diesel hat man oft die Probleme mit der Überhitzung. Allgemein ist es mit den meisten anderen Motoren so, gerade der S350 ist als Einsteigermodell wirklich richtig gut geeignet und wer wirklich V8 fahren will, der kann dann auf den 420er oder 500er wirklich zugreifen. Bei den Motoren achtet dabei auf den Kabelbaum, wie schon angesprochen, Motorkabelbaum ist ein Problem. Dann haben wir die Zündung, wie schon angesprochen, guckt da nach den Zündverteilern, Zündkerzen und so weiter, das kann halt alles kommen. Gleitschienen sind ein Problem, die können bei den Motoren kommen und bei den Turboladern, also gerade beim S300 Turbo Diesel, die Turbos sind sehr gut, muss man echt sagen, auch wirklich sehr robust, aber die dürfen halt nicht bei voller Hitze einfach ausgeschaltet werden. Ja? Also nicht, dass er hier die auf Volllast fährt und dann Hard Reset einfach ausmacht. Ja, die müssen ein bisschen nachlaufen, ein bisschen nachkühlen, aber ansonsten sind die sehr robust. Dann Thema 2, Rost. Wie bei jedem anderen Mercedes auch, aus der Bauzeit Kotflügel vorne, dann hinten die Schweller, Wagenheberaufnahmen angucken und auch besonders hier Türkanten. Das ist auch ein Problem, Rost kann überall drin sein. Bremsleitungen könnt ihr euch fast immer drauf einstellen, sind immer korrodiert. Müssen wir immer mal ein bisschen nacharbeiten und der Unterboden ist ansonsten sehr solide. Wenn ihr da Flugrost habt, der lässt sich noch einfach bekämpfen. Beim Vormopf-Modell hat man weniger Rost als beim Facelift-Modell, also wirklich beim Facelift-Modell auch ein bisschen mehr auf Rost gucken. Nummer 3, Thema Fahrwerk. Das ist ein sehr schweres Auto, wie ihr alle wisst, brauche ich keinen erzählen. Schwere Autos, gerade beim Bremsen und beim Anfahren, haben immer viel Last auf der Vorderachse. Ja, also Vorderachse müsst ihr fast immer an Stoßdämpfern, Querlenkern, Traggelenke und so weiter denken. Ja, also gerade auch die oberen Querlenker und die Stoßdämpfer. Bei den Stoßdämpfern kauft ihr auch kein Billigscheiß. Ja, kauft ihr ordentliche Markensachen, weil das, wie gesagt, das Fahrzeug ist sehr schwer. Bei den Federn auf jeden Fall auch nach der Mercedes-Benz Punkteliste gehen und wirklich auf Mercedes-Benz Federn zurückgreifen, ist meine Erfahrung. Ich habe auch Nachbauten von Meile und so weiter verbaut. Das war alles brotlose Kunst. Ich konnte das 2-3 Mal wieder wechseln. Das war wirklich nicht sehr empfehlenswert. Dort wirklich auf Mercedes-Benz Federn und wie gesagt diese Punkteliste zurückgreifen. Zum Fahrwerk. Das ist wirklich eine Geschichte, wenn ihr die Autos kauft, das wird meistens auch sehr stiefmütterlich behandelt. Die Fahrwerke werden aufgrund der hohen Kosten nicht oft repariert. Also bei einem Kauf kann man fast immer damit rechnen, sich um so eine Vorderachse zu kümmern. Macht das ordentlich, macht gleich die komplette Vorderachse und greift wirklich, wie ich auch schon gesagt habe, wie beim Umlenkhebelsatz und so weiter, teilweise auch auf Mercedes-Teile zurück, weil die einfach qualitativ besser sind. Natürlich Thema Niveauregulierung. Kann ich nicht empfehlen, wenn ihr euch für so ein Fahrzeug interessiert, versucht es zu vermeiden mit Niveauregulierung. Wenn ihr Niveauregulierung habt, ist da auch nochmal speziell teuer die Stoßdämpfer und auch nochmal das ganze Niveauregulierungssystem, sprich mit Öl, also Hydrauliköl und so weiter. Das dürft ihr natürlich dann auch nicht vergessen. Dann Punkt 4,
Getriebe. Beim Getriebe kann von der Getriebespülung bis hin zum Federregelschiebersatz, bis zum gesamten Tausch vom Getriebe alles dabei sein. Ja, also eine Spülung geht los, 3, 4, vielleicht 500 Euro, Federregelschiebersatz 1200 Euro, komplettes Getriebe tauschen 1600, 2000 Euro, seid ihr immer mit dabei. Punkt 5. Kardanwelle, Differential. Habe ich angesprochen, Differential kann Probleme machen, könnt ihr general überholen, ungefähr 900 Euro. Kardanwelle auch nochmal 500 Euro ungefähr einplanen. Sind auch so kleine Fehlerquellen, die ihr mit bedenken müsst. Punkt 6. Zentralverriegelung, Soft Close. Alles beides Sachen, die kaputt gehen können. Die Pumpen, teuer, 800 Euro in der Anschaffung, neu. Ihr könnt auch gebrauchte für 300 Euro aufwärts kaufen. Es gibt aber auch Leute, die reparieren die Motoren einzeln. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Ansonsten gerade so Soft-Close-Geschichte, da gibt es dann auch Lecks irgendwo in den Türen und so weiter. Da müsst ihr auch nochmal besonders drauf gucken. Nächstes Thema, Rückleuchten. Wenn ihr da vorhabt, das Auto dann ein bisschen aufzuhübschen, dass es wieder original aussieht, 1000 Euro, seid ihr für so ein paar Rückleuchten dabei. Und hier muss ich jetzt mal bei der Mercedes-Qualität, wie ich schon angesprochen habe, sagen, ist nicht ganz so gut. Muss man immer mal ein bisschen gucken, dass man die dann auf Garantie getauscht kriegt. Und da ist es sogar noch vom Vorteil, weil sich auch Mercedes bei der Garantie ein bisschen schwer tut, dass Mercedes die selber einbaut, weil die unterstellen einen dann zum Schluss, du hast es falsch eingebaut. Ja. So, nächster Punkt sind dann so die ganzen kleinen Sachen, die noch zusätzlich bei dem Auto anfallen können. Ja, so ein Zündschlüssel, die brechen auseinander, geht kaputt, kostet 200 Euro der ganze Zündschlüssel. Dann sowas wie Kleinkram, Elektronik, elektrische Sitzverstellung, kann auch kaputt gehen. Dann Pixelfehler bei der Anzeige von den ganzen Anzeigen überhaupt und auch gerade beim Standheizungsmodul. Dann haben wir den ABS-Sensor angesprochen, auch eine Fehlerquelle, und den Bremslichtschalter kann man auch tauschen. Dann solche kleinen Sachen wie Zuziehhilfe vom Kofferraum, die Peilstäbe, die hinten rauskommen, der Heckklappengriff. Kann alles defekt sein. Dann auch ein ganz großer Punkt, die Scheibenrahmen. Heckscheibenrahmen wie Frontscheibe. Das ist Doppelverglasung und daher läuft das an mit Wasser. Wenn ihr so eine Fahrzeuge habt, ihr kommt nicht drum rum, da so eine Scheibe zu tauschen, da kann man auch nichts reparieren oder sonst irgendwas. Die Scheibe muss getauscht werden. Ja Leute, wie ihr schon jetzt mitbekommen habt, an dem Auto kann sehr viel kaputt sein und es wird sehr teuer. Ich möchte euch nicht abschrecken, so ein Fahrzeug zu kaufen. Wie ich schon angesprochen habe, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt oder im nächsten Jahr, so ein Auto zu kaufen, weil die jetzt kurz davor stehen, Oldtimer zu werden. Wer sich überlegt, so ein Fahrzeug zu kaufen, sollte es wirklich jetzt in nächster Zeit tun, denn sobald gerade so ein S500 Oldtimer-Kennzeichen hat und dann nur noch 180 Euro Steuern kostet, sind die Autos wieder viel wertvoller. Ja? Die ganzen Kosten, die euch da erwarten können, möchte ich euch sagen, es kommt wirklich immer was. Und ihr kauft euch so ein Fahrzeug und da möchte ich euch nur hier darauf hinweisen, 1000, 2000 Euro müsst ihr da jährlich einplanen, was da immer kommen kann. Wenn nicht sogar 3000 Euro. Also die ganzen Geschichten hier, die kommen wirklich im Tausender-Schritten. Da kommt nicht mal für 200 Euro irgendwas, da kommt eine Soft-Close-Pumpe für 800 Euro, da kommt ein Differential für 1000 Euro und so weiter und so weiter. Wollt ihr euch da jetzt nicht abschrecken oder so, die Fahrzeuge zu kaufen, aber wenn ihr diese Fahrzeuge wirklich ernsthaft kaufen wollt, plant bitte diese 2.000 bis 3.000 Euro nur Wartungs- und Instandhaltungskosten pro Jahr für dieses Fahrzeug ein. Auch wenn ihr so ein Fahrzeug kauft, guckt drauf, dass das ein bisschen was Besonderes ist, besondere Ausstattung, womöglich auch besondere Farbe,
weil reparieren müsst ihr so oder so. Es wird immer was an dem Fahrzeug zu machen sein. Ja? Aber ihr werdet auch in Zukunft mit dem Auto euer Spaß haben, weil es wird immer seltener auf der Straße und die Autos werden immer gefragter und auch in Thema W140. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben, auf was ihr achten müsst. Ich weiß, es ist ein großes Thema und es gibt auch noch so viele Fragen und so viele Probleme zu. Und wenn ihr Fragen zu dem Fahrzeug habt, stellt es in die Kommentare. Ich bin auch über Instagram zu erreichen und versuche euch zu helfen. Wenn euch das Video gefallen hat und auch mein Kanal gefällt, abonniert gerne, gebt auch ein Like. So, am Ende des Videos werde ich auch noch mal kurz den Sternflotte Halle W140 Carporn verlinken, der jetzt natürlich gebührend zu dem Video passt. Wenn ihr das auch noch nicht abonniert habt, gerne auch noch mal die Sternflotte Halle abonnieren und ich freue mich natürlich. Bis zum nächsten Mal, euer Max.